Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Let's Play The Beginner's Guide. Wir sind hier im Kapitel auf die Fische fertig los oder so stehen geblieben vor dieser Tür und schauen uns mal an, wie es jetzt hier weitergeht. Okay. Das hört sich hier so an wie Wasser, Meeresrauschen oder Well, irgendwie this so. is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Also was mag ich nicht. Bei sowas fühle ich mich immer mega unwohl. Ich weiß, das ist nur ein Spiel und es ist nur eine Textur. Okay, ich kann ja drauf laufen. Aber ich mag es überhaupt nicht. Auch nicht, wenn man in Spielen... Hier kommen wir auch nicht lang. Wenn man irgendwie glitscht und irgendwo rausfällt. Das bringt mir ein ganz ekelhaftes Gefühl. Okay, geht die Tür auf, wenn ich diesen hier mache? Nein, die bleibt zu. Ist hier denn irgendein weiterer Button? Ich komme nicht mehr hoch. Ah. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Was sind diese 3 Punkte? Die haben wir vorhin bei dem Level auch schon gesehen. Und hier kommen sie nochmal wieder. Okay. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Wow. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will kein Jumpscare, du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Oben geblieben ist noch keiner. Okay. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. The Streetwise Fool. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making.
you might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Ich glaube, die Tür ist aufgegangen. Oh! Ich glaube, das soll ein Waschbecken und sowas sein und ein Klo. Okay. Das ist die Tür, die wir von außen gerade versucht haben zu bedienen. Wir gehen mal runter. Okay. Boah, an welches Spiel erinnert mich das gerade? Also das hier mit dem Hüpfen und diesen Dingern. Ich weiß es gerade leider überhaupt nicht. Huch, 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 huch. Nicht runterfallen. Wo muss ich eigentlich überhaupt genau lang, um das hier zu überleben? Kann ich das schaffen? Okay. Ich glaube, es gibt insgesamt keinen Fallschaden. Wow, wow, wow. Shit, shit. Oh, ich bin trotzdem ganz normal angekommen. Sehr gut, ich hätte einfach springen können. Aus irgendeinem Grund wähle ich hier aber trotzdem mal die Treppe. Ich glaube, ja, ich komme gar nicht anders runter. Okay. Ich glaube, da unten ging was auf. Zumindest klang es wie Metall und hier unten ist nur Metall. Wow. Na klasse. Okay, das ist ein Mix zwischen... Was sind das für Geräusche? Zwischen Gefängnis, Parkhaus und solchen Tiergattern. Ich will nicht hier rein. Geht es auch? Oh, was? Was zur Hölle? Was wäre passiert, wenn ich zwischendurch einfach abgesprungen wäre? Wäre das gegangen? Ich glaube nicht. Zumindest komme ich hier nicht nach links und rechts. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Dankeschön. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Okay. Man ist so ein bisschen irritiert, wenn man hier langläuft, muss ich echt zugeben. Es ist halt so komplett unberechenbar, was hier als nächstes kommt und worum es überhaupt geht. Hier sind wieder diese 3 Punkte an der Seite. Und es ist einfach keine durchgehende, also schon eine durchgehende Story, aber... With the exact same solution as the last time. Wirklich? Okay. Dann machen wir mal und... Ach so, bin ich blöd. Wir müssen die Tür jetzt zumachen. So. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly.
Okay, was kommt jetzt da? Was? Hallo? Hören. Tollen Kamin habt ihr hier. Komm ich hier hoch? Hey du, kommst du von oben? Was ist da Coda oben? begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze rum. Es stimmt ja alles eigentlich. Ich nehme mal 2. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir den anlügen sollten. Es hat bestimmt irgendeinen Effekt. Aber ich glaube, da viele das machen würden, sagen wir mal die Wahrheit. Perfekt. Jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung. Sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe es nicht gelöst. Jemand anderes hat mich durchgelassen. Glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Oh nein, das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist die wichtigste Sache auf der Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis entkommen. Okay, ich konnte es leider nicht bis zu Ende lesen, weil ich zu lahm war. Okay, die haben nur Bücher. Okay. Hallo, wie bist du hergekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier. Nee, wir machen mal mit. Nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Warum sollte mich der Bereich zwischen den Türen interessieren? Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Ich erinnere mich nicht an den Bereich. Nee, ich finde, dass es komisch war. Ich mag das nämlich nicht. Denk nicht zu lange darüber nach. Du wirst es bald sehen. Okay. Diese beruhigende Fahrstuhl. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Fahrstuhl-Entspannungsmusik dazu. Ganz schräg. Nein, ich mag das nicht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch das genauso geht, wenn bei Leveln solche Parts sind oder sowas. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oder wenn man aus dem Level rausfällt oder rausglitscht oder in so einen Berg glitscht oder sowas. Ich finde das richtig, richtig eklig und unangenehm und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber ich gehe einfach mal hier durch, als wäre es gar nichts Schlimmes. Okay. Tür ist zu, denke ich mal. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed,
with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. So, liebe Leute, bevor wir aber mit Kapitel 8 und Notizen weitermachen, würde ich an dieser Stelle furchtbar gerne wieder eine kleine Pause machen und in der nächsten Episode loslegen, wenn es wieder heißt Let's Play the Beginner's Guide. Bis dann. Tschüss.